Stell dir vor, du könntest dich jeden Tag richtig satt essen, ohne zu hungern und trotzdem deine Topform erreichen. Der Schlüssel dazu liegt in deinem Einkaufswagen. Und zwar vollgepackt mit Lebensmitteln, von denen du bisher dachtest, dass sie dich dick machen. Die meisten Menschen scheitern, weil sie auf die Produkte von Big Food hereinfallen und die wahren Gamechanger im Regal stehen lassen. Ich zeige dir heute, welche leckeren Sachen du bedenkenlos in deinen Wagen legen kannst und welche du ab sofort stehen lassen solltest. Und ich verrate dir einen Insider-Trick, mit dem du versteckte Zucker in Sekunden entlarvst, selbst wenn sie nicht auf der Packung stehen. Ich bin Arthur von Life Algorithm. Mit 45 Jahren bin ich fitter, als ich es mit 30 war. Und das mit nur 3 Stunden pro Woche, ohne teure Supplemente und 100% natürlich. Mein Geheimnis? Die richtige Ernährung aus einem ganz normalen Supermarkt. Mein letztes Video zum Thema Low-Carb-Einkauf ist bei euch durch die Decke gegangen und euer Feedback war einfach genial. Deshalb gibt es heute das ultimative Upgrade, basierend auf euren Wünschen und Kommentaren. Und ja, für die zahlreichen Leute, die danach gefragt haben, der Harzer Käse bekommt heute auch seinen verdienten Ehrenplatz. Wir gehen heute systematisch durch alle wichtigen Lebensmittelkategorien. Von Käse über Fleisch und Fisch bis hin zu Nüssen, Ölen und sogar Süßungsmitteln. In jeder Kategorie zeige ich dir die Top 5, die du in deinen Einkaufswagen legen solltest, und die Flop 5, die reine Marketingfallen von Big Food sind. Lass uns kurz die Grundlagen klären. Unsere Nahrung besteht aus 3 Makronährstoffen: Fett, Protein, also Eiweiß, und Kohlenhydraten. Seit den 70ern wird uns eingebläut, Fett macht Fett. Also haben wir Fett reduziert und Kohlenhydrate erhöht. Das Ergebnis ist eine Katastrophe. Typ-2-Diabetes stieg um 400%. Übergewicht explodierte um 300%. Die nicht-alkoholische Fettleber betrifft heute jeden Dritten. Diese Zivilisationskrankheiten haben eine gemeinsame Ursache: zu viele Kohlenhydrate und Zucker. Aktuelle Studien belegen ganz klar, Low Carb ist Low Fat in allen Gesundheitsmarkern überlegen. Also mach dich bereit. Wir gehen jetzt gemeinsam einkaufen und du bekommst konkrete Grammangaben, knallharte Fakten und praktische Tipps für Aldi, Lidl, Rewe, Edeka und Co. Bevor wir aber zu den Top- und Flop-Produkten kommen, muss ich dir eine wichtige Waffe für den Supermarktdschungel in die Hand geben: die Fähigkeit, Nährwerttabellen und Zutatenlisten wirklich selber zu lesen. Schauen wir uns das perfekte Beispiel für eine Marketingfalle an. Diese Bio-Kichererbsen hier, die sehen doch super aus, oder? Bio steht drauf, der Nutri-Score ist ein A, Meersalz und sogar geprüft mit Bio-Kichererbsen. Aber jetzt schauen wir gemeinsam genauer hin. Schritt 1, der Realitätscheck, die Nährwerttabelle. Vergiss die Kalorien, vergiss das Fett. Dein erster und einziger Blick geht hierhin: Kohlenhydrate. Und was sehen wir? 61 Gramm pro 100 Gramm. Das ist eine absolute Zuckerbombe. Um das mal in Perspektive zu setzen: die 75 Gramm Chips aus der Packung werden zu 45 Gramm Zucker. Das ist, als würdest du 15 Zuckerwürfel essen. Dein Körper wandelt diese Kohlenhydrate direkt in Glucose um, dein Blutzucker schießt in die Höhe und das Speicherhormon Insulin wird ausgeschüttet. Die Fettverbrennung wird gestoppt und die Fetteinlagerung wird gestartet. Nun zu Schritt 2, der Zutatenliste. Jetzt wird es noch schlimmer. Die Liste ist nach Menge sortiert. Was steht vorne? Kichererbsenmehl, Kartoffelstärke, Kartoffelflocken, Reismehl. Das sind 4 verschiedene Namen für dieselbe Sache: eine reine Kohlenhydrat- bzw. Zuckerbombe. Dazu kommen Sonnenblumen- und Maiskeimöl, hochverarbeitete, entzündungsfördernde Öle. Das einzig Gute, das ich an diesem Produkt sehe, ist das Meersalz, und das steht ganz hinten auf der Zutatenliste. Und das, meine Lieben, bekommt von der Industrie ein A für gesund. Das ist der Grund, warum du lernen musst, diese Etiketten zu entziffern. Von mir bekäme das Produkt den Nutri-Score Z. Gewöhn du dir also an, bei jedem Produkt, egal ob bei Aldi, Lidl oder Edeka oder Rewe, immer zuerst auf die Kohlenhydrate zu schauen. Das ist dein Schutzschild gegen die Lügen von Big Food. Wenn dir diese Art der Aufklärung gefällt und du mehr davon willst, lass gerne jetzt schon mal einen Daumen da. Damit hilfst du dem Kanal und der Gesundheit vieler Menschen. Bevor wir gleich zu den Produkten kommen, muss ich einen wichtigen Punkt aus dem letzten Supermarkt-Einkaufsguide-Video korrigieren und euch für das Feedback aus der Community danken. Viele haben zu Recht angemerkt, dass Spinat wegen seines hohen Oxalatgehalts problematisch sein kann. Was sind Oxalate? Ganz einfach. Das sind Abwehrstoffe von Pflanzen, die wichtige Mineralien wie Calcium oder Magnesium an sich binden und im schlimmsten Fall sogar Nierensteine fördern können. Das Thema Antinährstoffe wie Oxalate, Lektine und Phytinsäure ist so riesig und wichtig, dass ich dazu mein nächstes komplettes Video machen werde. Dort werden wir tief eintauchen und alles im Detail klären. Für heute nur so viel: Spinat ist eine dieser Oxalatbomben. Worauf wir aber heute schon im Detail eingehen müssen, ist ein anderer Nährstoffaspekt, den viele bei Low Carb falsch machen. Okay, jetzt zu einem entscheidenden Punkt und hier ein riesiges Danke an die Community, speziell an John für den Hinweis zum Omega-3 zu Omega-6-Verhältnis. Stell dir das ganz einfach vor. Omega-6 ist wie die Offensive deines Körpers. Es startet Entzündungen, um Bedrohungen abzuwehren. Omega-3 ist die Defensive.
stoppt die Entzündung und repariert den Schaden. Du brauchst auf jeden Fall beides, aber heute ist das Verhältnis total aus dem Gleichgewicht. Im Durchschnitt liegt es bei 15:1. Viel zu viel Omega-6 und viel zu wenig Omega-3. Optimal wäre ein Verhältnis von 1:1. Unsere moderne Ernährung ist fast nur noch Offensive. Dein Körper steckt im Dauerangriff. Das führt zu chronischen Entzündungen und genau diese wollen wir stoppen. Der wahre Feind sind die billigen Pflanzenöle wie Sonnenblumenöl in fast allen Fertigprodukten. Das ist die echte Omega-6-Bombe und nicht die kleinen Mengen von Kürbiskernen. Wenn du deinen Kürbiskernkonsum dennoch optimieren möchtest, kommt Johns genialer Tipp ins Spiel. Hanfsamen. Sie haben im Vergleich zu Kürbiskernen super Werte und sind die wahren Champions in dieser Disziplin. Es geht also darum, die großen Brandherde zu löschen und dann gezielt die besseren Alternativen auszuwählen. Und welche das genau sind, zeige ich dir jetzt in den Top- und Flop-Listen. Jetzt wird es endlich praktisch. Ich zeige dir die besten Low-Carb-Lebensmittel aus jeder wichtigen Lebensmittelkategorie. Fangen wir mit der ersten Kategorie an. Käse. Hier sind die Top 5 bei Käse. Auf 1 Harzer Käse. Auf vielfachen Wunsch aus der Community der absolute Champion. Mir schmeckt er nicht, aber hier seid ihr doch auf Platz 1. Nur 0,1 Gramm Kohlenhydrate, aber ganze 29 Gramm Protein. Dazu noch recht günstig im Supermarkt. Auf Platz 2 Emmentaler. Ebenfalls fast keine Kohlenhydrate, aber vollgepackt mit wichtigem Vitamin K2. Auf Platz 3 Brie. Ihr wolltet mehr Weichkäse? Hier ist er. Cremig, lecker und durch die Reifung ebenfalls eine super Vitamin K2-Quelle. Hat nur 0,5 Gramm Kohlenhydrate pro 100 Gramm. Auf Platz 4 Camembert. Ähnlich wie der Brie, aber mit wertvollen probiotischen Kulturen für deinen Darm. Auf Platz 5 Tilsiter. Mit knapp 2 Gramm Kohlenhydraten der höchste Wert in unserer Topliste, aber immer noch absolut im grünen Bereich. Aber Achtung, nicht jeder Käse ist dein Freund. Hier sind die 5 größten Fallen, die du unbedingt meiden solltest. 1 Käsegebäckstangen. 55 Gramm Kohlenhydrate. Der Name besteht zwar aus Käse, das Produkt aber aus überwiegend Getreide und nur 8% Käse. 2 süßer Frischkäse. 15,2 Gramm Kohlenhydrate, davon 14,9 Gramm Zucker. Das ist reiner Zucker, der sich als Fruchtzubereitung tarnt. 3 Schmelzkäsezubereitung. Oft mehr Chemie als Käse, voll mit Füllstoffen, Schmelzsalzen und minderwertigen Fetten. 4 fertige Käsefondue-Mischungen. Die Kohlenhydrate kommen hier von der Stärke und dem Wein, die als Bindemittel dienen. 5 Käsedips und Soßen. Hier verstecken sich Zucker und Stärke als Verdickungsmittel, oft gestreckt mit den billigen, entzündungsfördernden Pflanzenölen. Kommen wir zur nächsten Kategorie, Fisch. Hier findest du die besten Quellen für die gesunden Omega-3-Fettsäuren, die deine Entzündung bekämpfen. Hier die Top 5 bei Fisch. Auf 1 Sardinen in Olivenöl, am besten nicht in Sonnenblumenöl. 0 Gramm Kohlenhydrate und eine wahre Omega-3-Bombe. Die kleinen Gräten isst du einfach mit, das ist pures Kalzium für deine Knochen. 2 geräucherte Makrele. Ebenfalls 0 Kohlenhydrate und voller Omega-3. Hat einen super intensiven Geschmack, macht lange satt und ist perfekt für eine schnelle und gesunde Mahlzeit. Auf Platz 3 die Forelle. Ein heimischer Süßwasserfisch mit mildem Geschmack, also auch super für Fischeinsteiger, die bisher keinen Fisch mögen. Einfach mal probieren. Hat 0 Kohlenhydrate und liefert dir eine ordentliche Portion Omega-3. Auf 4 Hering in Tomatensoße. Eine günstige Omega-3-Quelle, aber Achtung, du musst unbedingt auf das Etikett schauen und eine Variante ohne zugesetzten Zucker kaufen. Auf 5 Miesmuscheln. Kaum Kohlenhydrate, eine echte Zinkbombe und reich an Vitamin B12. Aber auch in der Fischabteilung lauern ein paar Zuckerfallen. Hier sind die Flop 5 bei Fisch. 1 Sushi mit süßer Soße. Nicht nur der Reis ist eine Kohlenhydratbombe, die süßen Soßen sind reiner Zucker. Wenn du Sushi magst, bestell lieber Sashimi, also den reinen Fisch ohne Reis und Soßen. Auf 2 Fischburger, eine doppelte Falle. Die Panade und das Brötchen sind reine Kohlenhydrate und oft wird minderwertiger Fisch in schlechten Ölen frittiert. Auf Platz 3 panierte Tintenfischringe. Gesunder Tintenfisch wird durch die Panade komplett ruiniert und in entzündungsfördernden Ölen ertränkt. Auf Platz 4 Schlemmerfilets. Der Klassiker aus der Tiefkühltruhe ist leider ein Flop. Die leckere Kruste besteht aus Paniermehl und verstecktem Zucker. Das macht den gesunden Fisch leider ungesund. Auf 5 fertiger Fischsalat. Zugesetzter Zucker und Dutzende von Zutaten. Als nächstes kommt das Fleisch. Hier sind die Top 5. Auf 1 Hirschgulasch. 0 Kohlenhydrate und als Wildfleisch hat es eine perfekte Omega-3-Balance. Hier bekommst du pures Fleisch ohne Antibiotika oder Hormone. Auf 2 Entenbrust mit Haut. 0 Kohlenhydrate, perfekt für die ketogene Ernährung. Der hohe Fettgehalt macht super satt und die knusprige Haut ist einfach ein Genuss. Auf Platz 3 Rindergulasch, der Klassiker aus dem Supermarkt. Fast keine Kohlenhydrate, extrem proteinreich und perfekt für Schmorgerichte. Auf 4 Schweinemedaillons. Super Alternative, wenn es schnell gehen muss.
Zartes, mageres Fleisch, das in wenigen Minuten fertig ist und eine preiswerte Option zu teurem Rinderfilet darstellt. Auf 5 Rinderleber. Zwar 5 Gramm Kohlenhydrate, aber das absolute Multivitamin der Natur. Vollgepackt mit Eisen, Vitamin A und Vitamin B12. Hier reichen schon kleine Mengen pro Woche, um deine Speicher aufzufüllen. Und hier sind die 5 schlimmsten Fleischfallen. 1. Fertiges Dönerfleisch. Das hat oft nichts mehr mit echtem Fleisch zu tun. Es wird mit Stärke und Zucker gestreckt, um es billiger zu machen. Du weißt nicht, was du isst. 2. Glasierte Chicken Wings. Die leckere Glasur ist eine reine Zuckerbombe aus Honig oder Sirup. Manchmal sind die Wings sogar noch zusätzlich paniert. Nimm lieber die puren und würze sie selbst. Auf Platz 3. Fertige Hackfleischgerichte. Egal ob Bolognese oder Chili con Carne aus der Dose. Hier wird immer mit Zucker nachgeholfen und Stärke zum Verdicken genutzt. Mach es lieber frisch, der Unterschied ist riesig. Auf 4. Leberwurst mit Zusätzen. Schau genau hin. In vielen Leberwürsten verstecken sich Kartoffelstärke oder Mehl und eine extra Portion Zucker für den Geschmack. Auf 5. Hochverarbeitete Wurst. Damit meine ich zum Beispiel Mortadella, Fleischwurst und ähnliches. Auch hier wird mit Stärke und Zucker getrickst. Dazu kommen noch Nitrite und andere Konservierungsstoffe. Jetzt kommt das Gemüse und hier habe ich einen absoluten Geheimtipp aus der Community. Hier die Top 5. Auf 1 Brennnessel, ein genialer Tipp vom Zuschauer Piccoloop. Praktisch keine Kohlenhydrate, nährstoffreicher als Spinat und das Beste, sie ist frei von Oxalsäure. Du kannst sie überall kostenlos pflücken. Auf Platz 2 Rucola. Der pfeffrige Salat ist eine super Wahl. Weniger Kohlenhydrate, besser als Spinat wegen der geringeren Oxalsäure und dazu noch gut für deine Durchblutung. Auf 3 Grünkohl, eine absolute Vitamin-K-Bombe. Auch hier hast du kaum Oxalsäure. Auf Platz 4 Fenchel. Mit seinem süßlichen Geschmack ist Fenchel nicht nur lecker, sondern durch seine ätherischen Öle auch super für deine Verdauung. Auf Platz 5 Rosenkohl. Mit 3,4 Gramm Kohlenhydraten immer noch top. Er ist reich an Vitamin C und dem krebsschützenden Stoff Sulforaphan. Hier sind die 5 Gemüsesorten, die du meiden solltest, wenn du dich Low Carb ernähren möchtest. 1 Kichererbsen. Für Low Carb sind sie mit 27 Gramm Kohlenhydraten pro 100 Gramm völlig ungeeignet. Das ist eine Hülsenfrucht, keine leichte Gemüsebeilage. Auf Platz 2 Linsen. Genau wie Kichererbsen auch eine Kohlenhydratbombe. Auf Platz 3 Mais. Ganz wichtig, Mais ist kein Gemüse, es ist eigentlich ein Getreide. Eine reine Stärkebombe mit 19 Gramm Kohlenhydraten. Egal ob vom Kolben oder aus der Dose, lass ihn im Regal. 4 Pastinaken. Werden oft als gesunde Alternative zur Kartoffel verkauft, sind aber mit 17 Gramm Kohlenhydraten ebenfalls viel zu stärkehaltig für eine konsequente Low-Carb-Ernährung. Auf Platz 5 Kidneybohnen, die nächste Hülsenfruchtfalle. Sie verstecken sich oft in gesunden Fertigsalaten, treiben aber mit 15 Gramm Kohlenhydraten deinen Blutzucker genauso in die Höhe. Kommen wir zu Getränken. Was du trinkst, ist genauso wichtig wie das, was du isst, wenn nicht sogar wichtiger. Hier sind die Top 5 bei Getränken. 1 Mineralwasser mit Apfelessig. 0 Kohlenhydrate und die Essigsäure hilft dir, deinen Blutzucker zu stabilisieren. 2 grüner Tee, kalt aufgegossen. Wenn du grünen Tee kalt aufgießt, bleiben mehr von den gesunden Antioxidantien erhalten und er wird weniger bitter. Auf Platz 3 Bulletproof Coffee, der Klassiker für die Keto-Ernährung. Kaffee mit einem Löffel MCT-Öl und Weidebutter dazu. Auf Platz 4 selbstgemachte Knochenbrühe, voll mit Kollagen für deine Gelenke und wichtigen Elektrolyten. Sättigt und ist die perfekte Unterstützung beim Fasten. Auf Platz 5 Kefir, mit 3 bis 4 Gramm Kohlenhydraten noch absolut in Ordnung. Dafür bekommst du eine riesige Ladung probiotischer Kulturen für deine Darmgesundheit. Eine super Alternative zu zuckrigen Joghurtdrinks. Aber Obacht, flüssiger Zucker ist der schnellste Weg, um aus der Fettverbrennung zu fliegen. Hier sind die 5 schlimmsten Getränkefallen. 1 Gemüsesäfte. Auch wenn Gemüse draufsteht, hier trinkst du die konzentrierten Kohlenhydrate ohne die wertvollen Ballaststoffe. Besonders Säfte aus Karotten oder rote Beete sind reine Zuckerbomben. 2 fertige Proteinshakes. Die meisten sind voll mit verstecktem Zucker, künstlichen Aromen und minderwertigem Protein. 3 Kokoswasser. Wird als Superfood beworben, ist aber mit 10 Gramm Zucker pro Glas einfach nur teures Zuckerwasser. Auf Platz 4 Kombucha. Wird als gesund vermarktet, enthält aber auch ca. 5 Gramm Zucker pro 100 Milliliter. Der zugesetzte Zucker macht alle potenziellen Vorteile zunichte. 5 leider auch alkoholfreies Bier. Eine riesige Falle. Hier bleibt der ganze Malzzucker im Bier, weshalb es oft sogar mehr Kohlenhydrate hat als normales Bier. Mehr zu Getränken kannst du dir gerne auch in meinem Video zum Thema Wasser anschauen, in dem ich erkläre, wie viel und welches Wasser man trinken sollte. Schau dir auch gerne mein Video zum Thema Leitgetränke an, denn sie sind leider nicht so harmlos, wie uns eingeredet wird. Weiter geht's mit Nüssen und Samen. Das sind deine kleinen Helfer, um deine Balance zwischen Omega-3 und Omega-6 zu optimieren. Hier sind die Top 5 bei Nüssen und Samen. 1 geschälte Hanfsamen. Der absolute Star- und Community-Favorit.
hat ein gutes 3:1 Omega-Verhältnis, ist ein vollständiges Protein und hat fast keine Kohlenhydrate. Auf Platz 2 Walnüsse. Die beste Nuss für dein Gehirn und dein Herz. Hat von allen Nüssen den höchsten Gehalt an gesunden Omega-3-Fettsäuren und ist überall günstig zu haben. Auf Platz 3 Haselnüsse. Die perfekte heimische Alternative zu exotischen Nüssen. Voll mit Vitamin E und Magnesium und sogar zum Backen von Low-Carb-Kuchen geeignet. Auf Platz 4 Kürbiskerne. Zwar ein super schlechtes Omega-3 zu Omega-6-Verhältnis, aber in kleinen Mengen ist das absolut kein Problem. Eine absolute Zinkbombe, was besonders für die Männergesundheit wichtig ist. Dazu noch reich an Magnesium, perfekt als Snack oder Topping. 5 Sonnenblumenkerne. Mit 6 Gramm Kohlenhydraten noch gut dabei. Eine super günstige Alternative zu teuren Nüssen und voll mit Vitamin E und Selen. Jetzt zu Milchprodukten. Hier sind die Top 5 bei Milchprodukten. 1 Schmand. Mit nur 2,8 Gramm Kohlenhydraten die perfekte cremige Basis für alle Arten von Dips, Soßen oder zum Verfeinern von Gerichten. Vielseitig und überall zu haben. 2 saure Sahne. Genau wie Schmand, aber mit etwas weniger Fett und dafür mit wertvollen probiotischen Kulturen für deine Darmgesundheit. 3 Buttermilch. Ein traditionelles, super erfrischendes Getränk. Hält dich lange satt und versorgt dich ebenfalls mit wichtigen Probiotika. 4 Ziegenmilchjoghurt. Die perfekte Alternative, wenn du Kuhmilch nicht so gut verträgst. Er hat eine andere Proteinstruktur und ist oft viel besser bekömmlich. Auf Platz 5 süße Molke. Ein super Tipp aus der Community. Mit knapp 5 Gramm Kohlenhydraten auf jeden Fall noch im Rahmen. Dafür ist sie voll mit Elektrolyten und hochwertigem Molkenprotein. Aber Achtung, gerade im Kühlregal wird mit Zucker getrickst. Hier sind die Flop 5 Milchprodukte. 1 Quarkdesserts. Der pure Quark wäre super, aber die zugesetzten Schoko- oder Fruchtsoßen oder was auch immer machen ihn zu einer reinen Zuckerbombe. Nimm lieber den puren Quark und misch ihn selbst mit ein paar Nüssen oder Früchten. Auf 2 Milchmischgetränke. Egal ob Kakao, Erdbeer oder Vanillemilch, das sind flüssige Süßigkeiten mit Unmengen an Zucker und künstlichen Aromen. Sogar mehr als Cola. Auf Platz 3 fertige Proteinpuddings. Werden als Fitnessfood verkauft, sind aber voll mit künstlichen Verdickungsmitteln und verstecktem Zucker. Ein reines Marketingprodukt, das du nicht brauchst. Auf Platz 4 Fruchtjoghurt mit weniger Zucker. Lass dich nicht von diesem Spruch täuschen. Weniger bedeutet immer noch viel zu viel Zucker. Dieser hier hat 8,5 Gramm Zucker pro 100 Gramm, fast wie eine Cola. Auf Platz 5 laktosefreie Milch. Hier wird der Milchzucker schon aufgespalten, was ihn für deinen Körper noch schneller verfügbar macht. Dein Blutzucker steigt dadurch noch stärker an als bei normaler Milch. Wenn du keine Milch verträgst, dann trink keine Milch. Zum Schluss die vielleicht wichtigste Frage. Womit süßt du jetzt? Hier sind die Top 5 bei Süßungsmitteln. Auf Platz 1 Monk Fruit. 200 bis 300 Mal süßer als Zucker, aber mit null Auswirkungen auf deinen Blutzucker. Perfekt zum Backen, da es hitzebeständig ist. Auf Platz 2 Stevia. Ein natürlicher Süßstoff ohne Kalorien und ohne Blutzuckerwirkung. Achte darauf, dass du reines Extrakt kaufst, um den leicht bitteren Nachgeschmack zu vermeiden. Auf Platz 3 Erythrit, der Klassiker. Ein Zuckeralkohol, den du fast 1:1 für Zucker verwenden kannst. Hat keine Kalorien und ist super zum Backen. Einziger Nachteil, der leicht kühlende Effekt im Mund. Auf Platz 4 Allulose. Das ist ein aufstrebender Star unter den Süßstoffen. Es handelt sich um einen seltenen Zucker, der fast genau wie normaler Zucker schmeckt, aber keinen Einfluss auf deinen Blutzuckerspiegel hat. Der Haken: in der EU ist Allulose noch nicht offiziell als Lebensmittel zugelassen. Es gilt als Novel Food und wird derzeitig geprüft. Trotzdem kannst du es bereits online kaufen. Auf Platz 5 smarte Mischungen, zum Beispiel Erythrit plus Stevia. Das Erythrit gibt Masse und Volumen und ein paar Tropfen Stevia geben eine intensivere Süße. Aber jetzt zu den Flops. Und hier gibt es nicht nur die üblichen Zuckerbomben, sondern auch eine wichtige aktuelle Warnung. Auf Platz 1 Agavendicksaft. Die absolute Katastrophe. Besteht zu 90% aus Fructose, die deine Leber direkt in Fett umwandelt. Das natürliche Image ist eine reine Marketinglüge und er ist schlimmer als normaler Zucker. Auf Platz 2 Xylit, auch als Birkenzucker bekannt. Oft wird Xylit noch empfohlen, aber neue Studien, wie eine aus der renommierten Cleveland Clinic von 2024, bringen es jetzt mit einem erhöhten Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall in Verbindung, weil es die Blutgerinnung beeinflussen kann. Daher Finger weg. Alle genannten Studien sind übrigens unten in der Videobeschreibung verlinkt. Auf Platz 3 Ahornsirup und Kokosblütenzucker. Ich fasse die beiden zusammen. Es ist im Grunde nur teures Zuckerwasser. Das Superfood oder natürlich Marketing rechtfertigt den Preis und die Zuckermenge in keiner Weise. Auf Platz 4 Reissirup. Das ist reiner Glukosesirup, der deinen Blutzucker extrem schnell in die Höhe schießen lässt. Nur weil er glutenfrei ist er nicht gesund. Auf Platz 5 Sucralose. Das ist ein rein künstlicher Süßstoff. Auch wenn er keine Kalorien hat, gibt es immer mehr Diskussionen darüber, wie er unsere wichtigen Darmbakterien negativ beeinflusst. Welcher Supermarkt ist dein Favorit für Low-Carb-Einkäufe? Schreib es gerne unten in die Kommentare.
Fassen wir die wichtigsten Punkte zusammen, damit du sofort loslegen kannst. Erstens, Nährwerttabellenkompetenz ist dein Schlüssel zum Erfolg. Schaue immer zuerst auf die Kohlenhydrate, nicht auf Kalorien oder Fett. Alle Kohlenhydrate werden zu Zucker, egal aus welcher Quelle. Zweitens, das Omega-3 zu Omega-6-Verhältnis entscheidet über Entzündungen in deinem Körper. Hanfsamen statt Kürbiskerne, Walnüsse statt Erdnüsse, Olivenöl statt Sonnenblumenöl. Drittens, Brennnesseln sind der Geheimtipp vom Zuschauer Piccoloop. Oxalsäurefrei und nährstoffreicher als Spinat. Kostenlos verfügbar und perfekt für Low Carb. Viertens, Marketingbegriffe wie weniger süß, glutenfrei oder natürlich oder Vollprotein sind oft Fallen. Schaue auf die Nährwerte, nicht auf die Marketingtricks. Fünftens, der 10-Sekunden-Trick. Wenn ein Produkt mehr als 5 Gramm Kohlenhydrate pro 100 Gramm hat und nicht aus der Gemüse- oder Milchabteilung kommt, lass es weg. Diese kleinen Änderungen haben große Wirkung. Du musst nicht alles auf einmal umstellen. Fange mit einer Kategorie an und erweitere schrittweise. Wenn dir diese praktischen Supermarkt-Tipps geholfen haben, dann gib dem Video gerne einen Daumen nach oben und abonniere den Kanal für mehr ehrliche Gesundheitstipps ohne Industriepropaganda. Schreib auch gerne unten in die Kommentare, welches Lebensmittel hat dich am meisten überrascht. War es die Brennnessel-Alternative zu Spinat, das Omega-6-Problem bei Kürbiskernen oder die versteckten Zucker in gesunden Produkten? Teile auch gerne das Video mit jemandem, der auch gesünder einkaufen sollte. Gemeinsam können wir Big Foods Manipulationen durchbrechen. Im nächsten Video gehen wir weiter auf pflanzliche Lebensmittel ein und warum die Antinährstoffe ein größeres Problem sind, als wir alle denken. Falls du die Inhalte des Kanals mitgestalten möchtest, komm gerne in den Telegram-Kanal. Und weil du bis zum Ende dran geblieben bist, habe ich hier noch eine Bonusinfo für dich. Ich habe alle im Video genannten Produkte in einer Liste für dich zusammengestellt und in der Videobeschreibung kostenlos zum Download bereitgestellt. Und denk dran, Gesundheit ist eine bewusste Entscheidung. Entscheide beim nächsten Einkaufen im Supermarkt richtig. In diesem Sinne, Peace out.